Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Ich hatte von Effekten, die ich auf ein anderes Bild gemacht habe, hier noch eine Farbpalette übrig und habe die jetzt ein bisschen ergänzt. Ich habe hier ein Titanweiß, Bronze, Gold Metallic, ein warmes Grau, also ein Tobton, ein Schwarz, ein Neonorange und ein Salbeiton. Grau-Grün heißt ja eigentlich, ich sage aber immer Salbei dazu. Und jetzt möchte ich gerne mit einer kleinen Karte, habe hier mein super Werkzeug, den Metallspachtel, und einem Malerpinsel eine relativ ruhige Fläche gestalten. Ich fange einfach mal an. Jetzt nehme ich mein super Werkzeug und werde die Fläche damit ein bisschen beruhigen. Nehme ein bisschen Weiß auf den Spachtel. Nehme ein bisschen Farbe auf den Spachtel. Gehe nochmal. Oh, jetzt habe ich aber hier ordentlich gekleckert. Egal. Und beruhige im Grunde genommen mit dem Spachtel streiche die Flächen glatt. So, ich würde sagen, unsere Farbfläche ist jetzt erstmal vorbereitet, fertig. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann geht es weiter. Leute, ich glaube, ich habe mich nochmal umentschieden. Ich werde hier nochmal ein bisschen mehr Schwarz reinnehmen. Dann möchte ich gerne nochmal hier von dem Goldbronze reingeben und hier auch. Schaut mal, das sieht auch cool aus. Passt nämlich irgendwie alles super schön zusammen. Und deswegen habe ich mich da jetzt ganz kurzfristig entschlossen, nur noch da ein paar Effekte drauf zu nehmen. Hier nehme ich noch ein bisschen Weiß dazu. Hier auch. Das kratze ich nur ein bisschen weg hier noch. Schaut mal, das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir total gut. Hier noch ein bisschen Salbei. Mache hier noch mal einen kleinen Farbeffekt. Vielleicht hier noch mal in die Ecke was und hier noch mal was rein. Ich drehe das Ganze mal und möchte ganz gerne noch das Schwarz ein bisschen flächiger haben. Ich lasse das jetzt erstmal trocknen und dann zeige ich euch die nächsten Schritte.
So, diese schöne Farbfläche, die ist jetzt getrocknet. Die haben wir ja gespachtelt mit super schönen Farbtönen. Also man könnte sie im Grunde genommen ja schon so lassen. Sieht ja ganz cool aus. Aber ich möchte euch heute zeigen, wie man ein bisschen Abstraktes und Gegenständliches verbinden kann, ohne dass man jetzt hervorragend gegenständlich zeichnen kann oder malen kann. Und dafür habe ich mir hier so eine ganz schöne Schablone genommen. Die hat jetzt so ein bisschen florales Motiv und da kann man unheimlich viel mitmachen und schöne gestalterische Effekte erzielen. Ich klebe mir mit so einem Malerkrepp die so ein bisschen fest, damit die nicht beim, wenn ich da jetzt die Farbe drauf mache, damit die nicht verrutscht. Ich gucke, dass sie gerade ist an sich, sonst sieht es nicht schön aus. So. Damit fixiere ich einfach nur ein bisschen die Schablone, damit die nicht hin und her rutscht. So, dann habe ich hier dieses Gold-Bronze Metallic benutzt. Das möchte ich jetzt zum Schablonieren auch nehmen. Also das Motiv soll dann hinterher so goldig sein. Auf der dunklen Fläche sieht das halt super schön aus. Hoffe ich, aber ich denke schon. Und dann fange ich an und nehme mir so einen kleinen Pinsel, tupfe ein bisschen die Farbe ab, dass nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel ist, sonst ist das so ein Gematsche. Und dann sieht man schon, dass man das so ganz leicht tupfen und so füllt man dann die offenen Stellen. Und wenn man das sehr ordentlich macht, dann hat man mit Geduld, hat man hinterher ganz super Effekt. Und wie gesagt, nicht zu viel Farbe nehmen und so ein bisschen die Folie festhalten, die darf auch nicht verrutschen. Und dann schauen wir uns gleich das Ergebnis schon an. So, jetzt habe ich alles mit Farbe, die Zwischenräume der Schablone, jetzt ist alles mit Farbe bestückt. Jetzt mache ich die Klebestreifen wieder ab und nehme die vorsichtig weg. Und da habe ich mein schönes Ergebnis. Schaut mal hier. Das sieht doch richtig gut aus. Gefällt mir super. Die Kombination zwischen dem Abstrakten und so ein bisschen was Gegenständliches gefällt mir richtig gut. Ich nehme mir aber noch mal hier meinen super Spachtel und werde hier noch so ein bisschen Übergang schaffen zwischen der Fläche und der Fläche. Und das mache ich, indem ich noch mal so die Goldbronze hier auf den Spachtel flach auftrage und so leicht hier drüber ziehe. Und dann mache ich das hier oben auch nochmal. Dann nehme ich überall noch mal so ein bisschen den Farbton auf. Dann mache ich Folgendes. Dann nehme ich wieder Farbe auf den Spachtel und halte den auf die Kante von der Leinwand und ziehe das einfach so ganz locker so drüber, dass einfach auf der Kante so ein bisschen dieses Gold Metallic hängen bleibt. Das sieht dann hinterher richtig schick und edel aus. Und passt halt super zu unserem Motiv, was wir da jetzt mit der Schablone drauf gemacht haben. Dann hat das Bild, bekommt so ein bisschen Halt auch dadurch und so einen optischen Rahmen. Das gefällt mir ganz gut. Das Gold ist nochmal so schön mit aufgenommen. Die Kombination gefällt mir super. Das glänzt so schön, schaut mal. Das sieht ganz super schön aus.
Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen möchte, ich habe mir einen Haushaltsschwamm genommen, schwarze Farbe, trage die ein bisschen auf den Schwamm auf und möchte gerne den äußeren Rand, also wir haben die Kante ja mit dem Gold-Bronze gemacht und den ganz äußeren Rand, den möchte ich gerne schwarz machen. Das passt ganz gut zu der dunklen Fläche im Bild und auch zu den anderen Farbtönen, und durch den goldenen Rand wirkt das dann auch nicht zu dunkel, aber es sieht, finde ich, sehr schick aus. Wie gesagt, passt hervorragend zu den anderen Farbtönen. Und da gehe ich jetzt einmal hier komplett drumherum. Ich bin jetzt einmal drumherum mit dem Schwarz gegangen. Ich finde den optischen Rahmen total passend für das Bild. Das sieht total schick aus mit dieser Goldkante und mit diesem Gold-Bronze, ja, Schabloneneffekt, so ein bisschen florales Muster. Und die Kombination mit dem Abstrakten, das gefällt mir total gut. Ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Video, euch gefällt das neue Bild und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, auch selber das auszuprobieren. Alle Farben, auch die Schablone, schreibe ich euch unter die Videobeschreibung. Da wünsche ich euch auf jeden Fall super viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren. Würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wünsche euch bis dahin eine super schöne Zeit. Bis bald!